Dann gibt es keine Nachfolger für die Lusaka Tankwaffen. Nee. Habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ehrlich gesagt, brauchen wir die überhaupt? Fragezeichen. Wenn da nämlich keine Nachfolger kommen, bleibt Wilds attraktiver. Weil es dann etwas gibt, was es nur in Wilds gibt. Und, ja. Also ich persönlich bin sowieso kein Fan davon, dass du dir komplett neues Equipment holen musst, wegen 5% mehr von irgendwas. Und in dem Fall wird es nicht HP sein, sondern insgesamt wahrscheinlich ein paar Prozent HP oder whatever. Bei den Waffen ist es das gleiche, die geben so 7 oder 8% Crit Damage im Schnitt mehr als die bisherigen FEC 2025 Goldwaffen. Natürlich, wenn du es mit normalen Lusagas Crystal Waffen vergleichst versus die neuen Waffen, ich meine, das sind dann schon so 16% oder auf jeden Fall über 10%, deutlich über 10%. Das ist schon viel. Aber ich meine, gut, man kann jetzt ja auch nicht so tun, als würde FEC Goldwaffen, als würden die nicht existieren. Ich meine, die besten Waffen im Spiel sind nun mal nicht Lusaka Crystal, sondern FEC Gold. Und auch da ist das Upgrade so minimal, dass du eigentlich sagen kannst, das zu holen ist kompletter Schwachsinn. Die Sets haben wir uns auch angeguckt, das ist ähnlich. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es von manchen Sachen nichts Besseres gibt. Hernes-Waffen ja vielleicht auch. Wenn du Waterbomb nicht als Item mit Bonus-Roll kriegen kannst, bleiben Hernes-Waffen wahrscheinlich auch die besten AOE-Waffen. Für so ziemlich jede Klasse. Und das ist ja aber nicht schlecht, weil dadurch verliert ja Coral Island nicht komplett an Bedeutung. Hernes-Waffen verlieren nicht komplett an Bedeutung. Wilds verliert nicht komplett an Bedeutung. Und so weiter. Und das ist ja was Gutes. Weil wenn jetzt einfach von allem was Besseres existiert, dann kannst du ja alles, vorausgesetzt du bist schon soweit, dann kannst du ja alles, was vor dem Grasland liegt, komplett ignorieren, weil es irrelevant geworden ist eigentlich, der Content. Nicht, dass das gesamte Equipment plötzlich einfach irrelevant ist, aber es lohnt sich nicht mehr zu farmen, weil es gibt ja von allem was Besseres. Also lohnt sich nur noch das Bessere zu farmen, logischerweise. Und wenn das nicht so ist, ist es ja eigentlich eher gut. Weil da musst du nicht bestes Level haben, da musst du nicht höchster Spieler sein, sondern du kannst immer noch im etwas niedrigeren Level Sachen farmen, die immer noch best in Slot sind. In gewissen Bereichen zumindest. Also so würde ich das sehen. Also ich finde nicht, dass das dann unbedingt was Negatives ist. Und wie gesagt, ich meine gut, bei den normalen Lusakas-Waffen, die Tankwaffen, die haben wir nicht in Gold. Da wäre der Unterschied wahrscheinlich ein bisschen größer. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt mit dem aktuellen Equipment einen top ausgerüsteten Tank-Charakter hast, der ist ja literally unsterblich. Ich meine, Leute tanken Full-In mit Psykeeper, Wilds zum Beispiel und solche Sachen. Und das heißt ja eigentlich, das aktuelle Equipment ist sowas von ausreichend oder vielleicht sogar viel zu gut für den aktuellen Content. Also was willst du dann da überall noch was Besseres rausbringen? Das braucht man ja überhaupt nicht. Und der neue Content wird jetzt auch nicht so unfassbar viel schwieriger sein, dass das dann plötzlich gar nicht mehr reicht. Und nicht nur kannst du es nicht mehr mit Full-Int oder mit irgendwelchen Builds machen, die eigentlich so vielleicht nicht unbedingt vorgesehen waren. Oder vielleicht nicht zwingend funktionieren sollten, außer man hat halt wirklich extrem gutes Equipment. Aber der Content wird es nicht so viel schwerer sein, dass das dann gar nicht mehr geht. Also es wird ja dann, du musst es dann vielleicht wieder ein bisschen ernster nehmen, die Tank-Rolle musst du dann wieder ein bisschen ernster nehmen, der Tank muss vielleicht wirklich ein Tank sein, der kann dann nicht mehr Full-Int oder sowas gehen. Aber dann passt, dann reicht da das alte Equipment immer noch, dann musst du ja kein neues releasen. Bei neues Equipment, wenn du jetzt wirklich alle drei Waffen und alle Sets erneuern, ich meine gut, die Sets sind erneuert, eine Waffenkategorie auch, aber wenn sie die anderen beiden Waffenkategorien wenigstens in Ruhe lassen, dann, wie gesagt, ist das ja eigentlich eher ein Vorteil. Vor allem, weil dann halt auch wirklich das Beste in Slot Tank und AOE-Equipment deutlich günstiger und auch erreichbarer ist einfach. Das Level ist leichter zu erreichen, du musst nur 150 sein, nicht 100, was weiß ich, 70, 80, 90. Und du kannst es relativ einfach farmen bei Coral Island Giants, in Wilds und bei Kriton. Also ich würde sagen, dass das sogar was Positives ist.